Brand new season, brand new dawn for Formula One. It's the Bahrain Grand Prix, and it's lights out and away we go. Willkommen zurück, liebe Leute. Danke fürs Zusehen. Heute von einer anderen Folge. Wir machen heute mal was ganz anderes. Und zwar lohnt es sich, Fast Pit Time zu benutzen, also schneller Boxenstopp. Wir benutzen dafür komplett anderes Setup natürlich. Das, was wir natürlich kennen, können wir hier nicht benutzen, weil wir halt mit dem Setup ganz andere Werte haben. Allerdings habe ich mal was vorbereitet und zwar gehen wir mal direkt rein. So, hier schauen wir mal. 1,93 Sekunden. Das Auto ist natürlich nicht unbedingt das schnellste, hat auch nicht super Werte, wie wir sehen. Allerdings scheint es ziemlich ausgeglichen zu sein. Sieht aus wie so ein kleiner Go-Kart. Wir sehen auch, unsere Teampunkte sind auch sehr, sehr hoch. Mit 1428 Teampunkten sollte man doch eigentlich auch in der Serie 12 fahren. Allerdings nicht mit diesem Setup. Ich bin gestern einige Rennen gefahren. Ist ziemlich lustig und ja, ist eine ganz andere Fahrweise, eine ganz andere Strategie müssen wir hier auch fahren mit dem Boxenstopp natürlich. Und ja, lass uns mal reinspringen. Wie gesagt, Serie 11 und Serie 12 kann ich mit dem Setup nicht empfehlen. Ja? Ist keine gute Idee. Falls ihr Flux nicht haben solltet, kann man da als Alternative, müsste ich mal gucken, was hier jetzt nochmal auch von der Boxenzeit gut wäre Steamroller oder sogar Mirage. Das wären die einzigen zwei Teile, sonst die anderen Teile, die haben dann viel zu viel wieder. Aber das ist so gesehen das schnellste Setup im Endeffekt. Und ja, genug geredet. Wir springen mal in ein Rennen und schauen mal, wie es in der Praxis läuft und gucken, ob sich das lohnt oder nicht. Wie gesagt, ich bin die letzten Tage bin ich ein bisschen damit gefahren. Bis Serie 10 geht alles okay. Allerdings Serie 11 und Serie 12 sollte man dieses Setup, wie schon gesagt, gar nicht benutzen, weil ja, da fehlt einfach die Power. Da habt ihr Leute dann teilweise da mit 180 Power rumfliegen, die haben dann 80 Leistung mehr und wird dann echt problematisch. Wir fahren hier mit Max Verstappen auf 5 und mit George Russell auf 6. Und wie gesagt, lass uns mal die Strategie anschauen, ob wir das Rennen gewinnen oder nicht. Das werden wir dann sehen. Allerdings werden wir eine ganz andere Strategie fahren. Wie gesagt, Qualifikation ist hinten, definitiv, wie wir auch sehen. Wir fahren mit beiden Fahrern auf Softies raus, weil wir uns das ja natürlich auch erlauben können hier mit dem schnellen Pitstop. Und wir werden auch mal sehen, wir werden auch mal schauen, wie sich das Auto im Ganzen verhält, wie verhält sich das Auto in den Kurven, auf den Geraden und natürlich auch, wenn wir dann pitten, was da genau passiert. Kommen wir schnell raus oder bleiben wir irgendwo stecken? Wie sieht es da aus? So, ihr seht selber, der Start ist natürlich sehr, sehr gut mit dem Setup. Wir sehen, von 22 und 23 landen wir direkt vorne, aber das ist uns ja klar, dass uns sowas hier passieren kann. Und wie gesagt, weil wir ja auch auf Softies rausfahren, heißt das, dass wir die ganzen Leute, die so gesehen auf Hard und auf Medium unterwegs sind, dass wir die schön überholen können. So, wir gehen jetzt mit dem hinteren Fahrer, das wäre jetzt in dem Fall Max Verstappen, gehen wir mal auf Verteidigung. Und mit George Russell, der auf Platz 16 jetzt aktuell ist, werden wir 2 Runden lang Vollgas fahren. Ja? Wir werden danach natürlich pitten, werden ihn dann nochmal für 2 Runden fahren lassen. Und ihr seht selber, Zuverlässigkeit droppt verdammt schnell, ja, mega schnell sogar. So, George Russell kriegt da auch jetzt eigentlich gar nicht so richtig überholt, also gehen wir jetzt auch mal auf Verteidigung mit ihm, sparen uns da die Zuverlässigkeit. Und ja, wie gesagt, Leute, das ist eine ganz andere Taktik, eine ganz andere Strategie hier, wegen der Pit-Time. Ja? So, Russell kommt jetzt rein und dann gucken wir uns mal direkt an, wie lange er braucht, um diesen Pitstop hier fertig zu machen. So, Gegner kommt auch rein, was natürlich gut ist. Da sehen wir nämlich, wer hier als erster rauskommt. So, und das war's. 2 Sekunden Pitstop, direkt wieder raus. Kurz neue Schlappen drauf. Haben natürlich auch eine komische Boxenausfahrt. Aber ist alles gut. Gegner kommt wieder auf Medium. Oh, und es regnet sogar. Das habe ich gar nicht gesehen. Das heißt dann für uns, dass wir dann natürlich hier auf Regenreifen wechseln. Das Auto reparieren wir nicht.
versuchen nach wie vor unsere Strategie hier so ans Laufen. So, jetzt hier mit Russell können wir hier Gas geben. So, Max Verstappen kommt hier rein. Und jetzt hoffen, dass es schnell geht. Zack, 1,91 raus direkt, ja. So, kommen hier raus auf Regen, Schlappen. Gehen wir hier ein bisschen auf Verteidigen, weil Russell muss nämlich jetzt in der Runde hier rein. Wechseln ihn natürlich auch auf nassen Reifen. Gegner kam auch schon rein, hat sich da die Wets abgeholt. Und wir versuchen mit Max Verstappen, wie gesagt, jetzt. Hier können wir jetzt nochmal Gas geben. Hier ein bisschen runter mit George. Kommt nämlich jetzt in die Pits. Und das ist für uns, für unseren Max Verstappen natürlich super. Gegner bleibt sogar noch draußen auf Medium. Versucht sich da die Reifen zu schonen. So, und 2,3,86. Also ihr seht selber, mit der Reparatur heißt es trotzdem für uns, dass wir dann 4 Sekunden in den Pits sind. Ja. So, Max Verstappen macht jetzt hier den Gegner. Kommt jetzt in der Runde rein und pittet. George Russell hat jetzt 3 Runden vor sich, wo er natürlich auch Gas geben kann. Wir sehen jetzt selber auch, er überholt auch schön. Ja, wir bleiben nicht stecken. Wir sind ja in Serie 10, wir sind ja nicht in Serie 12. So, Max Verstappen kommt jetzt rein, kriegt jetzt neue Reifen drauf. Wir hoffen hier mit George Russell. Schön gemacht hier, Yuki Tsunoda von außen überholt. Sehr gut. So, wir kamen direkt auch wieder raus mit Max Verstappen. Das sieht doch alles ganz gut aus hier. Ja? Also die Strategie, es ist eine aggressive Strategie, indem wir halt nicht so viel Power haben, müssen wir uns dann auch nicht damit unbedingt beschäftigen, runter vom Gas zu gehen oder hoch, weil wir haben einfach genug. Ja? Ihr seht selber hier Max Verstappen, der so gesehen dann 3, 4 Runden gechillt hat, kann jetzt hier schön ausholen, kann auch Gas geben, ist jetzt auf Platz 10 unterwegs. George Russell kann hier auch nochmal Gas geben, hier kurz vor Start und Ziel. So, und wir sehen, sind jetzt auf Position 7 mit Max Verstappen und mit George Russell kommen wir jetzt gerade hier auf Position 12. Das sieht ja, wie schon gesagt, ganz, ganz gut aus. Es ist eine andere Fahrweise. Ja, mit dem schnellen Boxenstopp können wir uns natürlich erlauben, auf Softies rauszukommen und natürlich auch schnelle Runden zu fahren. Und das ist halt, ja, das ist halt etwas Geiles. Ja. Wir können ganz entspannt immer schön auf Softs fahren, können viel Gas geben wegen der Leistung, die wir in dem Fall leider nicht haben. Und ja, ihr seht selber, also es ist Spaß, wie gesagt. Es hat nichts hier mit dem Grand Prix zu tun. Falls ihr in den Grand Prix mit einem schnell Pitstop fährt, lasst mich unten in den Kommentaren bitte wissen, wie ihr damit fährt. Es ist sehr, sehr interessant. Ihr seht selber hier in Serie 10, wir sind von 22 und 23 gestartet, sind aber mit Platz 7 und Platz 11 nach Hause gekommen. Also schon ziemlich geil. Wir schauen uns nochmal das Equipment an von unserem Gegner. Hier die Fahrer, Esteban Ocon und Lando Norris 6 und 5. Und natürlich dann, wie wir auch schon gehofft haben, 170 Power, ja, hat da 70 Leistungen mehr wie wir. Ja, das ist schon einiges. Und ihr seht aber selber, es funktioniert, ja, mit der richtigen Strategie natürlich. Wir hatten jetzt auch noch Regen dabei, aber wir haben schön überholt. Wir brauchen gar nicht so lange in den Pits. Und ist eine ganz, ganz witzige Nummer, mit diesem Pitstop zu fahren. Ob es sich lohnt oder nicht, meiner Meinung nach definitiv ja, es lohnt sich. Bis zu Serie 10. In Serie 12 für ein Grand Prix würde ich es nicht unbedingt benutzen, dieses Setup, aber es macht halt einfach Laune, man kann es benutzen, man kann mal versuchen wieder, man positioniert sich aber immer hinten, ja, wegen der schnellen Pitstop-Time halt und es ist halt einfach nur Spaßfaktor. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Schreibt mir unten in den Kommentaren, was ihr von der schnellen Boxenzeit haltet, was ihr von dem Setup haltet. Seid ihr damit in Serie 12 schon mal gefahren? Wie wirkt sich das aus bei euch? Ist das für euch gut? Fühlt ihr euch wohl mit der Strategie oder nicht? Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Vergesst dem Video nicht einen Daumen da zu lassen und natürlich auch den Kanal kostenlos zu abonnieren, falls das noch nicht der Fall ist. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Viel, viel Spaß euch und bleibt mir gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!